Hallo FIFA Gamer! Ihr wollt eure Reise durch den FIFA Ultimate Team Transfermarkt beginnen, aber ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt? Dann schaut euch dieses Video an. Schäferhaus TV. Hallo, ich bin der Jerome von Schäferhaus TV. In diesem Video erkläre ich euch die Grundlagen des FIFA Ultimate Team Transfermarkts. Im Internet gibt es bereits diverse Trading-Methoden, dabei ist es viel wichtiger, euch die Grundlagen zu vermitteln, damit ihr anfangen könnt, den Transfermarkt zu verstehen und langfristigen Erfolg zu haben. Damit ihr am Ende des Videos in der Lage seid, alle Zusammenhänge zu verstehen und direkt loszulegen, empfehle ich, das Video komplett anzuschauen. Für all diejenigen unter euch, die sich dennoch einzelne Punkte anschauen möchten, habe ich selbstverständlich Zeitstempel hinzugefügt. Was sind Münzen und wie könnt ihr sie erhalten? Im FIFA Ultimate Team gibt es zwei Währungen, FIFA Points und Münzen. Die Münzen, auch Coins genannt, sind das Spielgeld in FIFA Ultimate Team. Damit habt ihr die Möglichkeit, auf dem Transfermarkt Spieler, Verbrauchsitems, Vereins-Items oder Mitarbeiter-Items zu erwerben. Außerdem habt ihr die Option, Packs im Laden zu kaufen, davon rate ich aber dringlichst ab. Leute, egal was ihr macht, niemals Packs im Laden kaufen. Ihr schmeißt euer Geld aus dem Fenster raus. Ihr bekommt Münzen für das Absolvieren von Spielen, Aufgaben oder den Verkauf von Objekten. Ihr habt sicherlich schon mal von der Option gehört, im Internet Münzen kaufen zu können. Leute, egal was ihr tut, kauft keine Münzen im Internet, ihr riskiert euren Account. Wenn EA dahinter kommt, könnt ihr im schlimmsten Fall einen Lifetime-Ban kriegen, das heißt, euer Account ist für immer Geschichte. Legale Alternative dazu ist echtes Geld in FIFA Points zu investieren. Mit diesen FIFA Points könnt ihr euch aber keine Münzen direkt kaufen. Die erste Option wäre, diese FIFA Points in Packs zu investieren. Diese Packs basieren aber auf Wahrscheinlichkeiten und sind dynamisch, das heißt, es ist ein Glücksfaktor dabei. Und je nachdem wie hoch dein Glück ist, könntest du sehr viele Münzen machen oder auch sehr wenige. Die Objekte, die ihr aus diesen Packs erhält, könnt ihr auf dem Transfermarkt verkaufen oder per Sofortverkauf. Die zweite Option wäre, einen Foot Draft Token zu kaufen. Mit dem Foot Draft Token erhaltet ihr Zugang zu dem FIFA Ultimate Team Modus Foot Draft. In diesem Modus müsst ihr ein Team zusammenbauen aus verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, die ihr besitzt, und könnt bis zu 4 Spiele bestreiten. Je nachdem wie viele Siege ihr habt und natürlich ein bisschen Glück dabei, kriegt ihr entsprechende Belohnungen. Diese Belohnungen könnt ihr wiederum eintauschen für Münzen auf dem Transfermarkt oder per Sofortverkauf. Wie funktioniert der Transfermarkt? Bei einem Foot-Transfermarkt habt ihr die Möglichkeit, Spieler und Items zu verkaufen, genauso neue Spieler und notwendige Verbrauchsobjekte einzukaufen. Ihr habt die Möglichkeit, auf 2 Arten Objekte zu kaufen. Im Sofortkauf könnt ihr die gewünschte Karte auf dem Transfermarkt suchen und durch Sofortkauf erwerben. Diese Methode kostet meistens ein bisschen mehr, ist aber schneller. Beim Gebot, also bieten, setzt ihr auf eine Karte, um sie zu ersteigern. Hier müsst ihr einiges an Geduld mitbringen und auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Dafür ist hier das ein oder andere Schnäppchen zu haben. Squad Building Challenges, auch SBC genannt, sind ein fester Bestandteil von FIFA Ultimate Team und haben massiven Einfluss auf den Transfermarkt. Bei den SBCs müsst ihr ein Team von bis zu 11 Spielern gegen eine Belohnung eintauschen. Diese Belohnungen können Packs oder Spezialitems sein. Die eingelösten Spieler verschwinden komplett vom Spiel. Hier ist immer ganz wichtig, ist die Belohnung tauschbar oder untauschbar. Tauschbare Objekte kann man ohne weiteres auf dem Transfermarkt anbieten und damit auch Münzen verdienen. Bei untauschbaren Objekten kann man das nicht. Die kann man wiederum nur für andere SBCs verwenden oder für sein derzeitiges Team. Jetzt kommen wir zum Verkaufen eines Spielers. Wollt ihr ein Objekt verkaufen, müsst ihr zunächst einmal den Marktwert herausfinden und die EA-Tax berechnen. Da wir es eben bereits angesprochen haben, was ist die EA-Tax? Die EA-Tax ist im Endeffekt ein kleiner Prozentsatz pro Verkaufswert, den wir abziehen müssen, um herauszufinden, wie viel Münzen wir tatsächlich verdienen. Das werden wir jetzt besprechen. Bei der EA-Tax, also der EA-Steuer, zieht EA bei jedem verkauften Objekt 5% vom Verkaufswert ab, also erhaltet ihr 95%. Das sieht wie folgt aus. Wie ihr gerade sehen könnt, wären das bei 1000 Münzen Verkaufswert 50 Münzen Steuer, bei 10.000 Münzen 500 Münzen Steuer und bei 100.000 Münzen 5000 Münzen Steuer. Das könnt ihr auch ganz leicht ausrechnen und ich zeige euch jetzt wie. Die EA-Tax könnt ihr kinderleicht mit dem Taschenrechner ausrechnen. Hierfür gebt ihr einfach euren gewünschten Verkaufspreis ein, multipliziert diesen mal 0,95 und die Summe, die nun herauskommt, ist euer Transfererlös, also das, was ihr tatsächlich erhalten werdet. Der tatsächliche Verkaufswert ist auch sehr wichtig, um zu verstehen, wann ihr tatsächlich Profit machen könnt. Ihr könnt nicht einfach Karten leicht unter Marktwert kaufen, denn die EA-Tax können euch in diesem Fall die Suppe versalzen. Jetzt, wo wir diese Grundlagen verstehen, möchte ich euch die Faktoren zeigen, die den Preis einer Karte auf dem Transfermarkt definiert. Wie bildet sich der Preis einer Karte? Zuallererst gehen wir auf die Popularität ein. Das ist die Beliebtheit einer Karte im Spiel. Die Beliebtheit einer Karte im Spiel setzt sich aus dem Meta und dem Hype der Community zusammen. Alle, die nicht wissen, was das Meta ist die derzeit effektivste und beliebteste Art und Weise, ein Spiel zu spielen.
Zuallererst werden wir auf ein paar Punkte eingehen, die ganz klare Indikatoren für eine Metakarte sind. Die erste Methode herauszufinden, ob eine Karte Meta ist im Spiel darauf zu achten, gegen welche Karten ihr spielt und vor allen Dingen wie oft. Desto öfter ihr gegen einen und dieselben Karten spielt, desto sicherer könnt ihr euch sein, dass diese Karten auch Meta sind. Die zweite Methode herauszufinden, ob eine Karte Meta ist Pro-Gamer oder großen Streamern zu folgen und zu beobachten, was für Karten sie spielen. Wenn die obersten 0,1% von FIFA Ultimate Team diese Karten benutzen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das auch Metakarten sind. Die dritte Möglichkeit, eine Metakarte herauszufinden, ist Seiten wie Futbin zu nutzen und dort nach Popularität zu filtern, denn dort werden euch die derzeit beliebtesten Karten angezeigt. Es gibt aber auch ein paar andere grundlegende Faktoren, woran man eine Metakarte erkennen kann. Dabei geht es vor allen Dingen um den Pace, wie viele Sterne hat der schwache Fuß oder die Skill Moves und wie ist die Linkability einer Karte. Wenn man von der Linkability einer Karte spricht, geht es natürlich um die Verbindung zu anderen Metakarten, um eine optimale Teamchemie herzustellen. Manche von euch werden sich jetzt fragen, was die Teamchemie ist. Das ist einfach erklärt. Es gibt 3 Voraussetzungen, um einen Link herzustellen: die Nationalität, die Liga oder der Verein. Wenn eine dieser 3 Voraussetzungen erfüllt ist, wird der Link orange angezeigt, man spricht von einem schwachen Link. Wenn 2 von 3 dieser Voraussetzungen erfüllt sind, spricht man von einem starken Link und er wird im Spiel grün angezeigt. Bei der Teamchemie gibt es aber noch 2 Ausnahmen, nämlich die Icons und die Foot Hero Karten. Die Icons linken grundsätzlich mit jeder einzelnen Karte im Spiel schwach und wenn die Nationalität übereinstimmt, automatisch stark. Die Foot Hero Karten sind in dem Sinne besonders, dass wenn die Liga, die sie vertreten, mit anderen Ligakarten kombiniert werden, sie automatisch einen starken Link herstellen. Genau deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, wie die Linkability einer Metakarte ist. Denn die Nationalität, Liga und der Verein nehmen alle Einfluss auf den Preis einer Karte, vor allen Dingen, wenn es eine Metakarte ist. Der nächste wichtige Punkt der Popularität ist meist ein temporärer. Es ist der Hype, der von der Community generiert wird. Der Hype, den die Community generiert, kann kurzfristig massiven Einfluss auf den Transfermarkt haben und ich werde euch jetzt genau zeigen, wie das aussehen kann. Das Beispiel, auf das wir jetzt näher eingehen werden, ist Nabil Fakirs SBC aus Mitte Oktober. Diese Karte wurde so wahnsinnig gehypt, dass effektiv andere Ligen gecrashed sind und die La Liga-Preise gestiegen sind, weil diese Karte so im Hype war und es hat auch hinzugespielt, dass wir noch andere Special-Item-Karten in dieser Liga zu dem Zeitpunkt hatten. Und anhand der Karte Bruno Fernandes könnt ihr genau sehen, wie am 15. und 16. Oktober diese Karte von 100.000 innerhalb kürzester Zeit auf unter 30.000 gefallen ist. Das ist der Einfluss, den Hype auf dem Transfermarkt haben kann. Im letzten Punkt der Popularität geht es um Karten, die überhaupt nicht populär sind, also überhaupt nicht beliebt. Und ihr fragt euch vielleicht, warum das hier reingehört. Das ist ganz einfach. Es geht in den Bereich der Squad Building Challenges. Die Community liebt ihre SBCs und immer wenn EA eine SBC released, gibt es gewisse Voraussetzungen für diese SBC. Gerade bei Player of the Month Karten, Icon-SBCs oder dergleichen werden sehr hochwertige Squads benötigt von einem Rating bis zu 88, 89 Gesamtwert. Da müssen dann hochwertige Spieler eingelöst werden. All die Karten, die nicht ins Meta passen, sind Karten, die schlussendlich kategorisches SBC-Futter sind. Das heißt, ihr Preis richtet sich nach ihrem Rating. Wie ihr an diesem Beispiel sehen könnt, bei Futbin habe ich ein paar Karten parat gelegt. Die Karten, die vom Preis her sehr ähnlich sind, aber nicht ins Meta passen, haben alle in etwa den gleichen Preis, weil sie den Preis nur halten, weil sie für SBCs benötigt werden. Wenn es keine SBCs geben würde, wären diese Karten weit unter ihrem derzeitigen Preis. Der nächste Punkt der Preisfindung ist das Angebot. Desto seltener die Pack-Wahrscheinlichkeit einer Karte ist, desto weniger ist sie auch auf dem Transfermarkt vorhanden. Die Seltenheit bzw. die Pack-Wahrscheinlichkeit einer Karte wird durch ihr Rating und durch ihre Kartenversion definiert. Während Goldkarten grundprinzipiell das ganze Jahr über in Packs sind Spezialkarten nur zu speziellen Promos in Packs verfügbar, es sei denn EA released speziellere Events, wo man alte Promokarten erwerben kann. Ansonsten sind diese Karten nur zu der jeweiligen Promo in Packs. Für uns ist das ein besonders wichtiger Punkt, denn normale Goldkarten sind sehr dynamisch auf dem Transfermarkt, wohingegen seltene Karten viel beständiger sind und sich dadurch auch besser zum Traden eignen. Wenn ihr ein Team habt, das primär aus Goldkarten besteht, habt ihr über die letzten Monate wahnsinnig viele Münzen verloren. Das liegt ganz einfach daran, dass früher oder später das Angebot von Goldkarten die Nachfrage überschreiten wird und dadurch der Preis fällt. Nun kommen wir zu den letzten 2 Faktoren der Preisfindung. Zum einen haben wir die Nachfrage, die sich aus den Faktoren von Popularität, nämlich dem Hype und dem Meta ergibt. Einerseits haben wir die Meta-Karten, die naturell eine sehr hohe Nachfrage haben, weil die Leute diese Karte anstreben. Und auf der anderen Seite haben wir den Hype. Das bedeutet, wenn EA Content released und irgendeine SBC einen Hype auslöst, benötigen wir Karten, um diese SBC zu absolvieren. Daher sind auch sehr viele Karten, das sogenannte SBC-Futter, immer wieder im Preis mal am Steigen, mal am Fallen,
halten aber relativ stabil ihr Preisniveau. Nun sind wir beim letzten Punkt der Preisfindung, nämlich der Kaufkraft. Bei der Kaufkraft gibt es einige Dinge zu beachten. Zum einen muss man verstehen, dass die Kaufkraft vom FIFA Ultimate Team zu Beginn sehr gering ist und im Laufe der Zeit naturell ansteigt, da wir regelmäßige Belohnungen erhalten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Faktoren, die die Kaufkraft fallen lässt, wenn wir zum Beispiel untauschbare SBCs absolvieren. Denn die Karten bzw. die Münzen, die wir dann einlösen, sind vom Markt verschwunden. Jetzt, wo wir die Basics vom FIFA Ultimate Team Transfermarkt verstehen, kommen wir zum letzten sehr wichtigen Punkt dieses Videos, nämlich der Mentalität. Ihr braucht die richtige Mentalität am Transfermarkt. Ihr müsst am Anfang realistische Erwartungshaltung haben und dürft nicht erwarten, wahnsinnige Transfererlöse am Anfang zu erzielen. Wenn ihr das Gelernte in diesem Video anwendet und jeden Tag ein bisschen dazulernt, werdet ihr mit der Zeit garantiert immer mehr Münzen machen. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Yo, bis dann. Yo, ciao.